NASA ist ein mega Cover-up für das Secret Space Program und darüber hinaus einfach, um den Menschen irgendwas zu geben, wo sie dran glauben können. Wer getriggert ist, tut mir leid, ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen und nicht eure Zeit zu verschwenden. Und letzten Endes, das Secret Space Program ist jetzt mittlerweile so weit, dass das Kabal interstellare Kapazität erlangt hat und auch, sage ich mal, jetzt eine gewisse Bedrohung darstellt für die ETs, auch die friedlichen ETs außerhalb der Erde, die tatsächlich Riesenprobleme haben mit der Erdmachtstruktur, wie es jetzt gerade ist. Das sind Sachen, die sind schwer zu verdauen. Das weiß ich auch, aber ich weiß auch, dass der Starseed Summit hier eine ganz spezielle Sorte von Menschen anzieht, die einfach mehr wissen wollen, die mehr erfahren wollen und die die Bereitschaft haben. Es ist nicht New Age, was ich jetzt hier teile. Ich mache auch andere Sachen, außer über solche schweren Themen zu sprechen, aber es passt jetzt einfach hier rein, weil auch Konstantin hier, sage ich mal, die Basis formt, um euch das alles zu sagen. Ähm, Klingt härter, als es ist. Letzten Endes gibt es immer Auswege auch daraus. Muss ich auch noch kurz dazu erwähnen, weil ich höre durch die telepathischen Fähigkeiten, die ich habe, gerade im Hintergrund alle möglichen telepathischen Gespräche. So, die einen sagen mehr, 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 die anderen sagen, oh mein Gott, und die anderen sagen, was ist es mit der Lia da? Was ist das für eine? Ähm, Ich bin auf der guten Seite, keine Sorge. Ich helfe euch immer wieder in eure Kraft zu kommen und die Frequenz zu erhöhen und helfe das Bewusstsein zu erhöhen und euch stark zu machen und souverän zu machen, das, was ihr eigentlich seid. Um das Die, auch kurz abzuholen. die Wahrheit, das ist schon krass, was du sagst, die Wahrheit befreit, aber vorher kann es richtig wehtun oder schmerzhaft sein, wenn man halt noch erkennt, was ist da eigentlich. Danke, dass du das Ganze hier erzählst, was sonst, weiß ich, wenn überhaupt jemand redet, so ganzheitlich und die ganzen Punkte zusammen verbindet, das ist wichtig, weil wir müssen verstehen, was da passiert, um uns darauf vorzubereiten oder zu wissen, was eigentlich der Plan oder was passiert, um einfach einen Weg einzuschlagen, weil wir wählen Ja, können. Ich habe die Plejade kurz erwähnt, du wärst ein Hybrid mit den Plejadern. Es gibt ja auch andere Plejade, Arcturianer und alle möglichen. ja. Warum lassen sie zu oder erlauben, dass die UFOs abgeschossen werden oder wie lange dulden sie das noch? Ich meine, die haben ja auch eine hochentwickelte Technologie. Ja. Okay. Warum dulden sie das? Letzten Endes gibt es so ein paar Regeln, nach denen jeder spielt. Und zwar ist das, dass alles, was sich bis zu 100 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, der erdnahe Raum. Und hier gibt es ganz spezielle Regeln. Es gibt eine Grenze, die ich jetzt hier nicht nenne, eine Kilometergrenze. Wenn diese Kilometergrenze überschritten wird von zum Beispiel einem Schiff der SSP, dann wird dieses Schiff abgeschossen von den positiven ETs, weil die nicht wollen, dass das Problem sich weiter verteilt. Das hat dafür gesorgt, dass die Leute, die Teil dieser SSP sind, ihre Schiffe nicht mehr linear vom Erdorbit wegbringen, sondern über Jumping Portals, über Portale einfach außerhalb dieser Zone rauslassen. Auf dem Mars zum Beispiel oder auf die Venus gehen und von dort aus dann weggehen. Die Erde selbst ist extrem stark überwacht. Und die positiven ETs tun alles dafür, dass die negativen Leute den Planeten möglichst nicht verlassen. Die tun es sowieso. Aber tun sie es auf linearem Weg, wird dafür gesorgt, dass ihnen Einhalt geboten wird. Und im Grunde ist das, was sozusagen von unten nach oben abgeschossen wird, nur die Antwort darauf in einer gewissen Art und Weise. Aber auch hier kommt es wieder darauf an, wer kommt. Weil jedes Schiff hat eine Art Blackbox, einen Tracker, eine IP-Adresse, die ist eindeutig identifiziert, woher es kommt. Und teilweise mit der Identifikation, woher es kommt, ist auch die Überwachung da, zumindest von der Galaktischen Föderation, ob eine Erlaubnis da ist, den Erdorbit zu betreten oder nicht. Und je nachdem, was hier für Kriterien herrschen, ist es entsprechend erlaubt zu kommen oder nicht. Zum Beispiel erlaubte Zonen, wo in der Regel nicht abgeschossen wird oder bisher nicht abgeschossen wurde, ist zum Beispiel die Antarktis. Das ist auch ein Grund, weshalb
die Antarktis auch mit einem Eiswall umgeben ist und so stark geschützt ist, weshalb kein Flugzeug darüber fliegt oder anderes, weil hier eine Zone ist, wo regelmäßig stündlich ETs hoch und runter gehen, entweder über Schiffe oder über Portale. Also es gibt auch in einer gewissen Art und Weise noch zu dem, was ich gesagt habe, einen neutraleren, positiveren Kontakt, dass auch positivere ETs, nicht nur die negativen, also sprich ETs von der Galaktischen Föderation, auch Kontakt haben mit dem Deep State, weil hier immer wieder Verhandlungen stattfinden über den Status quo der Erde.